Ich gehe zur Täterprävention. Ungefähr 2021 bin ich in die Klinik gegangen, um stationär aufgenommen zu werden. Dafür hatte ich dann ein Vorgespräch. Beim Gespräch dachte ich, okay, das wird alles wieder und ich muss dann wahrscheinlich ein paar Wochen warten, keine Ahnung. Und dann werde ich stationär aufgenommen und es fängt an mit der Therapie. Aber dem war nicht so. 5 Stunden nach meinem Gespräch, nachdem auch die Therapeutin eigentlich meinte, dass sie mich therapieren würde, habe ich einen Anruf von der Klinik bekommen, dass die Oberärzte mich nicht nehmen werden, dass sie sich nicht für mich verantwortlich fühlen und dass sie mir aber eine Telefonnummer geben, bei der ich anrufen soll. Und die Leute, der diese Nummer gehört, wüssten ja schon Bescheid, dass ich mich bei ihnen melden werde. Mir wurde auch gesagt, ich soll bitte nicht googeln, was das für eine Nummer ist. Wer würde nicht googeln, was für eine Nummer das ist? Selbst wenn sie es nicht gesagt hätten, wenn ich eine Nummer kriege, werde ich natürlich nachsehen. Spätestens, wenn die an der anderen Leitung drangegangen wären, hätte ich ja schon gewusst, was das ist. Ich habe mich so immens missverstanden gefühlt. Ich habe eine ganze Stunde lang mit dieser Therapeutin von dieser Klinik gesprochen und habe ihr erklärt, wie es mir geht und dass ich Hilfe benötige. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie eine Demütigung und ich habe es überhaupt nicht eingesehen. Ich habe dann circa ein Jahr später, einfach weil ich wirklich nicht wusste, wo ich hingehen soll, weil mir langsam die Optionen ausgegangen sind, weil ich lauter Absagen bekommen habe oder so, ja, wir machen momentan nicht mal mehr Wartelisten, rufen Sie in so und so vielen Monaten an oder keine Ahnung. Irgendwann halt kann ich Ihnen nicht sagen, wann Sie wieder nachfragen können. Oder eben die generelle Aussage, dass sie mein Störungsbild nicht therapieren würden oder dass, wenn es mir doch so schlecht geht, ich genauso gut in die Klinik gehen könnte. Ja, habe ich versucht, hat nicht funktioniert, die haben mich ja nicht genommen. Ungefähr ein Jahr nachdem ich diese Nummer bekommen habe, habe ich eben, wie gesagt, da angerufen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es blöderweise keine Plätze. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt für mich entschieden, ich werde da nie wieder anrufen. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die Kacke. Ich mache das nicht, ich brauche das nicht, ich werde schon irgendwie alleine klarkommen. Aber natürlich bin ich nicht alleine klargekommen und andere Probleme haben sich gehäuft. Ein spezifisches wurde schlimmer. Das ist kein Problem, das ich erst seit gestern hätte oder erst seit, keine Ahnung, 2, 3 Jahren oder so. Das ist ein Problem, das sich seit meinem 14. Lebensjahr immer mehr, ich sage es mal, verfestigt hat. Es kam nach und nach stärker, es wurde schlimmer. Und ich habe das sehr lange Zeit einfach beiseite geschoben und war so, das wird schon nicht sein, das ist nichts Schlimmes und ich habe das alles unter Kontrolle. Es geht um eine paraphile Störung. Das ist eine Störung der Sexualpräferenz. Die häufigste, die Leute kennen werden, ist die Pädophilie. Davon bin ich persönlich nicht betroffen. Ich habe das definitiv nicht. Das, was bei mir momentan im Raum steht, was ich vermute, könnte ich haben, ist sehr, sehr selten. Und auch bei mir steht noch keine Diagnose. Das wird momentan komplett evaluiert. Es wird geguckt, ist es pathologisch oder nicht, weil wenn es das sein sollte, dann, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist es nicht heilbar. Das bedeutet, falls ich die Diagnose bekomme, muss ich lernen, damit umzugehen. Das Ding ist, dass ich nicht erwartet habe, dass das Ausmaß an Leidensdruck sich in diese Höhen hocharbeitet und ich gar nicht mehr weiß. Ja, mir wurde klar, dass ich damit nicht mehr alleine klarkomme, dass ich darüber reden muss, dass ich da nicht mehr einen Deckel drauf machen kann. Ich habe da eine Zeit lang versucht, mit anderen darüber zu sprechen, nachdem ich auch online danach gesucht habe, ob es anderen vielleicht genauso geht und ich habe einfach nichts gefunden. Ich habe dann auch mich mit der Telefonseelsorge auseinandergesetzt und auch da wussten die nicht, was Sache ist, was man da jetzt machen kann, wo ich mich hinwenden kann. Die meinten alle nur so, ja, keine Ahnung, dann geh doch mal zu dieser Täterprävention. Und das habe ich aber natürlich nicht eingesehen. Und ich weiß nicht, ob ich es einfach, wenn ich das im Nachhinein drüber nachdenke, ob ich es einfach nicht wahrhaben wollte, in welche Richtung diese Gedanken gehen, die ich habe, oder ob ich es insgeheim doch wusste, aber nicht zugeben wollte, auch nicht von mir selber. Vielleicht habe ich auch generell zu dem Zeitpunkt noch
nicht genug davon verstanden, von dieser Störung. Ich habe dann mit meiner besten Freundin darüber gesprochen und sie hat dann so einen Raum geworfen, so hey, das könnte sein. Sie hat dann auch gesagt, dass ich mich vielleicht doch da melden sollte, obwohl ich nicht wusste, ob die überhaupt dafür zuständig sind. Zu dem Zeitpunkt bin ich jetzt noch nicht bereit, genauer zu sagen, was im Raum steht, was es jetzt per se sein könnte. Sobald ich es weiß, ob es das ist, und selbst wenn ich gesagt bekomme, dass es das nicht ist, werde ich öffentlich auch darüber sprechen. Also ich spanne euch jetzt nicht irgendwie auf die Folter, um dann das ins Nichts verpuffen zu lassen. Täterprävention bedeutet nicht, dass man Sorge hat, ein Täter zu werden. Nicht per se. Es ist vielmehr der Gedanke daran, dass die Gesellschaft das sagt. Die Gesellschaft sagt, wenn du bestimmte Störungen hast, dann wirst du zum Täter. Ich persönlich habe mich dort gemeldet, wie gesagt, mit dem Hauptgrund von dieser möglichen paraphilen Störung, weil ich darüber reden muss, weil ich nicht mehr alleine damit zurechtkomme und weil ich wissen möchte, ob das wieder weggeht oder ob ich jetzt damit leben muss. Mir ist wirklich wichtig zu betonen, dass eine Täterprävention nicht bedeutet, dass man gefährlich ist, dass es nicht bedeutet, dass man Angst hat, Täter zu werden, dass man irgendwie den Gedanken hat, dass man Täter werden könnte oder kurz davor stünde oder sowas. Das sind sicherlich Menschen in diesem Programm, denen es so geht, bei mir persönlich nicht. Und generell wird eigentlich schon ziemlich darauf geachtet, dass nichts passiert. Dass eben offen darüber gesprochen wird. Also die erste Stunde war auch mit die schlimmste. Ich konnte nicht direkt anfangen, über diese Gedanken zu sprechen. Und deswegen haben wir so erstmal normal unterhalten und sie hat das Gespräch angeleitet. Und dann, ich glaube, so nach einer halben Stunde die eigentliche Thematik angesprochen. Und es kam so unfassbar viel Verständnis. Ich hatte jetzt mein erstes Gespräch. Es war sehr unangenehm. Es ist ein bisschen befremdlich, mit jemandem über so Sexualität zu sprechen und Masturbation. Sie hat mir jetzt erklärt, dass jetzt nach dem ersten Gespräch, das ging jetzt 90 Minuten lang, wird eine Teamsitzung gemacht. Da wird dann besprochen, ob ich in das Programm passe. Sie hat gemeint, in 2 bis 3 Wochen kriege ich dann einen Anruf und auch wer mich dann therapieren würde. Kann gut sein, dass sie das dann tun würde. Ich habe zuvor bei 2 verschiedenen Therapeuten versucht, dieses Thema anzusprechen. Ich hatte nur nicht wirklich Worte dafür. Ich konnte nur ungefähr beschreiben, was das für Gedanken sind. Und ich hatte das Gefühl, dass es beiseite geschoben wird, beziehungsweise es wurde beiseite geschoben. Es war dann einfach so, das hat da mit dem und dem Thema zu tun. Das hat nichts zu bedeuten, das ist nichts Schlimmes. Aber für mich war es was Schlimmes. Oder für mich ist es was Schlimmes. Für mich ist es ein Punkt, das habe ich auch eigentlich so kommuniziert, an dem ich mit am meisten leide. Wäre es nicht so eine seltene Erkrankung, wäre es definitiv viel einfacher gewesen, Hilfe zu finden. Vor allem, wenn irgendwie andere schon darüber reden würden, selbst wenn es anonym wäre. Wenn irgendjemand darüber reden würde, das hätte mir geholfen. Ein Wort dafür zu haben, vielleicht. Und einfach so dieses, hey, wenn du so empfindest, dann kannst du dich an diesen Stellen hier hinwenden. Ich gehe dahin, weil ich einen Leidensdruck habe und ich gehe dahin, weil es sonst keine andere Stelle gibt. Ich habe keine andere Wahl, weil niemand sonst in der Gegend ist, zu dem ich könnte. Und das ist in meinen Augen eigentlich die wahre Schande. Nicht zur Täterprävention zu gehen, sondern der Mangel an Hilfestellen. Am 2. November habe ich meine nächste Stunde. Das bedeutet, dass es wieder Therapievlogs geben wird und ein bisschen darüber sprechen werde, was da gemacht wird und wie das aussieht. Also falls ihr euch dafür interessieren solltet, dass ich mal ein extra Video dazu mache, um zu erklären, wo es der Unterschied liegt, was jetzt eine Täterprävention im Kern bedeutet und wo der Unterschied liegt zu einer normalen Psychotherapie, dann werde ich das machen. Schreibt es mir einfach kurz in die Kommentare rein. Und wir sehen uns zum nächsten Therapievlog.